Ich suche Zuflucht bei Gott vor dem verworfenen Satan, im Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmherzigen. Dies ist von der Gunst meines Herrn, um mich zu prüfen, ob ich dankbar oder undankbar bin. Und wer dankbar ist, der ist dankbar für seine eigene Seele. Wer aber undankbar ist, so ist mein Herr gewiss reich und großzügig. Hallo und Frieden, liebe Geschwister. Heute reden wir über die Dankbarkeit im Rahmen des Ramadan. Dankbarkeit ist etwas Wesentliches für unseren Erfolg in der Lebensordnung Gottes laut 14,7. Dankbarkeit ist auch ein Mittel zur Erkenntlichkeit gegenüber Gott und auch gegenüber unseren Mitmenschen. Dankbarkeit gehört auch zu einer Form der Friedensförderung, denn wenn ich dankbar bin und dies auch anderen zeige, dann sorge ich dafür, dass positive Gefühle im Umlauf sind und dadurch, denke ich, können wir dafür sorgen, dass auch so ein bisschen die Animosität, die Abneigungen und der Hass allgemein ein bisschen abgebaut werden kann. Wie wir aus der Lesung erfahren können, ist Gott voller Gunst gegenüber dem Menschen. Also wir erhalten viel von ihm, aber leider sind wir nicht so oft dankbar. Auch alles Materielle, das wir mit unseren Händen formen können und irgendwie für uns brauchbar gestalten können, gehört zu dieser Gunst Gottes. Wie wir das aus 34,13 erfahren können. Wir sollten für unser Essen und für die Getränke dankbar sein, die wir erhalten. Denn diese stammen aus der Erde und demzufolge gilt auch die Erde als ein Zeichen Gottes für uns, dass wir die Gaben und die Gunst Gottes erhalten. Wir sollten uns bewusst werden, dass das Regen oder das Bodenwasser auch hätte ungenießbar sein können. Und auch die Meere stellen eine Quelle der Nahrung dar. Ohne die Naturgesetze, die Gott in diese Welt hineinlegte, wären wir sozusagen ziemlich aufgeschmissen. Dankbarkeit bedeutet laut diesen Versen auch, dass wir uns Gedanken darüber machen, was gut ist. Denn wir sollen essen, was erlaubt und was gut ist. Nach diesen Versen bedeutet also das Massentierhaltung beispielsweise oder die Tiere, die nur dazu gezüchtet werden, damit sie Geld bringen und als Nahrungsquelle dienen, können also nicht gut sein für uns. Denn für die Tiere, die uns zur Verfügung gestellt wurden, für unsere Versorgung, für die müssen wir Dankbarkeit zeigen, laut 22,36. Wir können auch uns dessen bewusst werden, dass die Tiere uns ebenso essen, nicht nur essen, sondern auch Getränke geben, wie wir das zum Beispiel aus 36,73 erfahren. Die Dankbarkeit sollte uns also auch dazu führen, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir die Situation der Tiere verbessern können, da diese auch Gemeinschaften sind wie wir, siehe 6,38. Denn nichts wurde umsonst erschaffen und wir haben darüber nachzudenken, siehe 391. Aber wir kommen vom Thema ab. Unser Gott will, werde ich mal über die gottgegebene Tierethik ein Video machen. Das Abwechseln von Tag und Nacht, durch die wir unsere Fastenzeiten überhaupt erst genau bestimmen können, wird als ein Grund zur Dankbarkeit angeführt. Und er ist es, der die Nacht und den Tag gemacht hat, sodass sie aufeinander folgen für den, der es bedenken oder Dankbarkeit zeigen will. Für viele von uns erscheint es als eine Selbstverständlichkeit, dass es Tag und Nacht gibt. Aber was wäre, wenn es immer Tag oder immer Nacht wäre? Demzufolge können wir auch dankbar sein für das Abwechseln von Tag und Nacht. Auch müssen wir Dankbarkeit üben für unsere Augen, für unsere Ohren und für unseren Verstand bzw. unser Herz, ohne die wir gar nicht die Fastenzeiten berechnen könnten und auch gar kein Wissen erlangen könnten. Leider sind wir selten dafür dankbar. Oder wann habt ihr das letzte Mal bewusst für eure Augen, eure Ohren oder euren Verstand gedankt? Also Gott sei Dank für unsere Augen, für unsere Ohren und für unseren Verstand. Wie ihr wisst, dürfen wir während des Fastens auch keinen Geschlechtsverkehr haben. Dies lenkt unsere Aufmerksamkeit auch direkt an unsere Ehepartner, für die wir Gott ebenso dankbar sein können, mit dem folgenden Bittgebet. Unser Herr,
Schenke uns an unseren Partnern und unseren Nachkommenschaften Grund zur Freude und mache uns zu einem Vorbild für die Achtsamen. Im Allgemeinen sollen auch die Eltern gut und in Dankbarkeit behandelt werden, da sie uns lange großgezogen haben. Wir sollten natürlich auch allgemein Gutes tun, laut 27,19, aber dies nicht, weil wir in irgendeiner Form Dankbarkeit von anderen erhoffen, sondern weil es einfach gut ist und der Lebensordnung Gottes entspricht. Aus diesem Grund werden wir im Ramadan, aber nicht nur im Ramadan, dazu aufgefordert, den bedürftigen Mitmenschen zu helfen, wie es in 284 nahegelegt wird. Wir sehen also, dass die Dankbarkeit, die auch mitunter eines der Ziele des Fastens ist, eine zentrale Rolle dabei spielt, dass wir erfolgreich sind und uns auch glücklich fühlen. Die Dankbarkeit ist, wie wir gesehen haben, für uns selbst und auch für die Friedensförderung im Zusammenspiel im zwischenmenschlichen Bereich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt ihr weitere Gedanken zum Thema Dankbarkeit im Ramadan? Wofür seid ihr dankbar im Ramadan? Erzählt es uns doch und von der Gunst unseres Herrn, so wie es von uns in 93,11 verlangt wird. Und denkt dran, Gottergebenheit bedeutet Vernunft und Hingabe. Friede sei mit uns allen.